Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf dem Main, denn wir wollen heute wieder in die Gilde Celtic reinschauen, beziehungsweise heute mal eine sehr detaillierte Analyse über die besten Gilden der Welt treffen und was unsere realistischen Chancen sind, wie weit wir nach oben kommen. Denn das Ganze wurde nämlich mal durchkalkuliert und ausgerechnet vom lieben Shining Turtle. Grüße gehen raus an der Stelle. Der hatte mir letztes Mal unter ein Video geschrieben, wo wir uns in Zukunft wahrscheinlich so ansiedeln können, circa. Und da hatte er dann von den ganzen Top-Gilden dann halt eben sehr, sehr viele detaillierte Dinge zusammengetragen, die wir jetzt uns gleich mal anschauen. Sehr, sehr interessant. Sowas hatte ich eigentlich die ganze Zeit gesucht gehabt und nicht gefunden gehabt, und ich bin da auch selbst zu doof zu, sowas zu erstellen, zum Beispiel mit SF-Tools oder sowas, ne? Deswegen, das sind leider so Sachen, da würde ich selbst viel, viel mehr gerne irgendwie analysieren und euch zeigen, da bin ich halt einfach zu stupid zu, und da habe ich mich auch bisher nicht so mit befasst mit dem Thema. Genau, dafür gibt es andere, die das für mich machen, deswegen vielen lieben Dank an der Stelle nochmal, ne? Das ist sehr, 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 sehr cool und sehr informativ und aufschlussreich für mich, das zu sehen, und ich werde euch das jetzt einfach mal zeigen. Ja, wie gesagt, wir beobachten ja jetzt schon die letzten Tage, Wochen, Monate, wie Celtic immer weiter nach oben steigt hier in der Rangliste. Wir hatten ja, glaube ich, auf Rang 60 gestartet. Ich glaube, das war Rang 60, wo wir Flames of Destiny auf unseren Server abgelöst haben und selbst zur Rang 1 Gilde geworden sind und somit halt eben jetzt die Flagge hochhalten für S31.de. Und seitdem her natürlich eine deutlich stärkere Gilde den Server repräsentiert und deswegen wir auch dementsprechend sehr weit aufsteigen können, als es Flames of Destiny damals getan hat. So, wir schnacken gar nicht lange rum, wir gehen rein in die Listen und ich zeige euch das Ganze mal hier. Ich hoffe mal, ich denke mal, man sieht das so in etwa, sollte das klappen. Ja, wir haben hier einmal eine komplette Liste von den Gilden, die wir in der internationalen Hall of Fame haben, und das Ganze auch dann noch geordnet nach zum Beispiel Level oder Stats oder keine Ahnung, die Stats der ersten 10 Spieler der jeweiligen Guild und so weiter. Das sind viele krasse Details auf jeden Fall, und das ist so erstmal die grobe Übersicht und auch die Gewinnchancen. Ja, wir gehen erstmal Schritt für Schritt einher. Ja, wir gehen erstmal auf das erste Fenster hier, und hier haben wir die Gilden sortiert nach der Win-Chance. Ja, das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Hier unten sehen wir zum Beispiel die besten Gilde. Die beste Gilde ist Phoenix jetzt als Beispiel. Und gegen die haben wir quasi 0% Chance zu gewinnen. Die Unfassbaren, das war ja die Gilde von Derafin, da haben wir eine 18er Chance, also das wird wahrscheinlich auch ziemlich schwierig werden, aber wir haben hier auch noch natürlich richtig viel Potenzial, um aufzusteigen, was natürlich auch sehr, sehr nice ist. Das sind die Gilden, die wir dann noch vor uns haben demnächst, und ich sag mal so zwischen, ich sag mal so 50%, das wäre jetzt so hier so dazwischen, da kann man dann in etwa mit rechnen, dass man mal einen Kampf verliert, mal einen Kampf gewinnt, ne? Und dann das halt eben sehr, sehr glücksabhängig ist, sag ich mal. Wir gehen mal auf die nächste Seite. Hier ist das Ganze jetzt sortiert nach Total Stats, also eben nach den Hauptstats, also Main Stat und Ausdauer. Die anderen Stats, die Nebenstats, sind damit jetzt hier nicht eingerechnet, und hier sieht das Ganze zum Beispiel schon wieder ein bisschen anders aus. Hier sind wir auf Rang 7 der Total Stats. Ja, hier S31 Durchschnittslevel hier momentan gerade. Und hier haben wir die Total Stats der Gilde. Finde ich sehr, 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 sehr interessant, muss ich sagen. Und wahrscheinlich auch ziemlich anschaulich für die anderen Gilden hier gerade, falls Sie das sehen sollten. Grüße gehen raus, teilt das Video sonst gerne mit eurer Gilde, falls ihr hier irgendeine mit dabei oder falls ihr hier irgendwo mit spielen solltet, dann
ja, schickt das gerne in eurer Gilde rum, zeigt, wo ihr gerade steht mit den Total Stats, mit den Level etc. pp. Ne? Das ist ziemlich interessant, muss ich sagen, und wäre nice, wenn man da vielleicht, keine Ahnung, in Zukunft nochmal irgendwann sowas ja, machen könnte. Da muss dann erst ein bisschen Zeit ins Land streichen. So, ne? Also wie gesagt, wir sind hier auf Rang 7 mit den Total Stats und hier sieht man auch mal den Unterschied von S1.de, ne? Also das ist schon echt eine heftige Ansage, muss ich sagen. Die anderen Server sind sogar noch erreichbar irgendwo, vor allen Dingen hier Fetsis Fight Club und Earth, Wings and Fire, die sind wirklich ganz nah beieinander hier mit uns jetzt, aber auch hinter uns wirklich sehr knapp hier von den Total Stats her. Ne? Also da ist eventuell auch noch Potenzial. Wir gehen mal auf die nächste Seite. Hier haben wir es sortiert nach Level und nach Level sind wir jetzt auf Rang 10 mit einem Durchschnittslevel von 540. Wir teilen uns hier mit Platz 9 und Platz 8. Ja, eigentlich die gleichen Ränge, also wir sind entweder Rang 10 oder Platz 8 ist alles dasselbe mit 540 jetzt genau. Ne? Danach geht es dann halt erst wieder ein bisschen höher, also auch hier sind wir in den Top 10, was auch sehr cool ist. Und hier haben wir jetzt nochmal so Statistiken, wenn ich das jetzt richtig entnehme, ich denke mal schon, das ist jetzt hier sortiert nach Stats, nach den Top 10 Spielern innerhalb der Gilde, wenn ich es jetzt richtig gedeutet habe. Da stand jetzt nichts weiter zu, habe ich jetzt auch nicht weiter nachgefragt, großartig. Und da sieht man dann halt schon, dass gebündelt die Top 10 Spieler ja schon, dass wir da halt nicht so eine krassen Leute dabei haben. So. Wir haben halt hohe Level, also wir haben hohe Level-Spieler in der Gilde, aber keine richtig krassen Gold-Spieler und das zeichnet sich jetzt halt in den Stats auch so ein bisschen wieder. Ne? Insgesamt können wir trotzdem eine gute Leistung abrufen, aber die Einzelspieler bei uns in der Gilde, hatte ich ja auch schon gesagt, wir haben hier echt krass hohe Spieler, hier mit Seth und Mordae und Dwayne, aber die sind halt alle von den Statpunkten her für das Level, was sie haben, eben noch nicht so krass unterwegs. Genau, ich bin auch nicht viel besser, will ich gar nicht damit sagen, aber für das Level, was sie halt haben, merkt man halt eben, dass sie halt krass auf XP gegangen sind. So, und hier das Ganze auch nochmal für die Top 5, geordnet nach Top 5 der besten Spieler aus den Gilden und hier sind wir auf Platz 22. Ja? Also die Spieler, die besten Spieler, die besten 5 Spieler, die ihre Gilde repräsentieren, das sind schon ziemlich harte Brocken, vor allen Dingen hier bei Gods und halt eben auch bei Phoenix. Das sind krasse Leute, die hier am Start sind. Und ich finde die Statistik generell sehr nice, sehr aufschlussreich. Hier ist das Ganze mal eben nach der IHOF geordnet so. Hier haben wir es halt eben nach der Win-Chance für uns halt eben, für die Gilde Celtic, was wir halt eben noch hier wegratzen können und was halt eben eher weniger. Auch interessant, dass wir halt gegen die halt wirklich gar keine Chance haben, aber gegen die anderen zumindest ein bisschen was. Ja, hier halt eben nochmal geordnet nach den Total Stats, das ist das hier und halt eben, wo wir halt da stehen. Finde ich krass, dass wir hier bei den Total Stats auf Rang 7 stehen und ja halt eben hier nochmal nach Level und hier halt eben nochmal nach Top 10 und Top 5 Spieler der Gilde. Wie gesagt, Dankeschön auf jeden Fall an der Stelle nochmal an Shining Turtle und falls ihr in einer der Gilden hier spielen solltet, dann schickt das Video gerne rum. Ich denke mal, wie gesagt, das ist ziemlich anschaulich und interessant für die Leute, die innerhalb der Gilden hier spielen und mal wissen wollen, wie sieht es eigentlich aus? Overall gesehen in der internationalen Ehrenhalle, wo stehen wir jetzt so eigentlich? Ist der Rang, den wir haben, wirklich der Rang, den wir auch verdienen und so weiter? Also ist schon sehr cool und mal gucken, vielleicht kann man in einem halben Jahr oder so, ich weiß nicht, wenn sich ein bisschen was an den Statpunkten getan hat, eventuell nochmal so eine Liste zusammentragen oder so, Und dann kann man mal schauen und vergleichen, was sich denn so in der Zeit getan hat. Ich gehe mal wirklich stark von aus, dass alle Leute, beziehungsweise alle Gilden, die in dieser Liste drin sind, dass wirklich ein ganz geringer Prozentteil von denen halt wirklich aufhören wird,
vor allen Dingen halt eben von den Top 10 Spielern, sag ich mal, weil halt die eben so krass schon dabei sind und ich glaube, das wird ziemlich schwer nachher, wenn man sich da ein bisschen etabliert hat, wirklich Progress auf andere Gilden zu machen. Das ist, glaube ich, eine ziemlich schwierige Aufgabe, weil halt wirklich jeder, der hier auf diesen Top-Platzierungen spielt, halt wirklich auch seinen Rang nicht mehr hergeben möchte und halt eben auch schon so viel Zeit und Geld in das Spiel gesteckt hat und sich deswegen wahrscheinlich das wirklich sehr schwierig macht. Oh, Alter, den haben wir fast noch bekommen hier. Ja, hier aufzuhören. So, krass. Den haben wir fast noch weggehittet hier. Heftig. Haben wir einen guten Crit rausgehasselt hier. Ja, so sieht's aus. Celtic auf Platz 33 jetzt, ne? Die Statistik ist von gestern, ne? Weil hier sind wir noch auf Platz 34 und ja, morgen dann der Kampf gegen Wild Horde, ne? So sieht das Ganze hier momentan aus und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Wie gesagt, Grüße gehen nochmal raus an Shining Turtle an der Stelle. Vielen lieben Dank dafür und ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr es mir irgendwie zu wissen gebt. Ja, ich laber hier schon wieder nur Stuss, ich lasse es sein. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank, haut rein und bis zum nächsten Mal.